herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 5. Episode unseres Abenteuers Mediterranes Leben aus dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ja, und in der 5. Episode dieses Abenteuers gründen wir unsere letzte Kolonie, nämlich Syrakuse auf Sizilien. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Weigert sich ein Kind, einen Löffel Honig zu nehmen, so leidet nur das Kind. Weigert sich ein Mann, ein großzügiges Juwelengeschenk von einem Freund anzunehmen, so leidet nur der Mann. Die Griechen haben sich geweigert, die Vorzüge und Wohltaten des atlantischen Lebens anzunehmen, und nur die Griechen leiden. Aber die Geduld der Atlantiden hat auch Grenzen. Wir haben den Griechen immer wieder Freundschaft und Hilfe angeboten, und immer wieder haben sie zurückgewiesen. So sei es denn. Uns ist das einerlei. Und dennoch ist das Bedürfnis der Atlantiden zu helfen sehr groß. Hier an den Grenzen des griechischen Einflussbereiches in Syrakus soll eine Stadt entstehen. Wenn die Griechen die Erhabenheit der atlantischen Kultur mit eigenen Augen sehen, schwören sie vielleicht ihren Irrwegen ab und folgen uns. Doch nach allem, was wir über die Griechen wissen, scheint das unwahrscheinlich. Leider entspricht es nicht dem Naturell der Atlantiden, einfach aufzugeben. Daher müssen wir es weiter versuchen. Ja, diese Kolonie-Episode trägt den Namen In der Nähe der Hellenen. Ja, und wir sollen auf Sizilien Syrakuse gründen, um vielleicht doch die Griechen umzustimmen, die bis jetzt immer noch sich weigern, die Errungenschaften der Atlantiden anzunehmen. Mal schauen, ob uns das gelingt. Unsere Ziele sind, dass wir 2 Fregatten haben müssen. 150 Personen müssen in einer Wohnung der Kategorie Wohnsitz oder besser leben. Ja, und 64 Bronzebarren sind für die Heimatstadt zur Verfügung zu stellen. Übrigens gibt es auch bei Caesar 3 eine Episode, wo wir Syrakuse gründen müssen. Allerdings ist es dort die römische Siedlung und wir müssen uns gegen die Griechen wappnen. Wenn ihr Lust habt, schaut euch diese Folge auch mal an, habe ich bei der Beschreibung verlinkt. Gut, aber jetzt schauen wir uns erstmal die Karte an, wo wir unsere Kolonie Syrakuse gründen werden. Ja, auch hier obligatorisch in den Pausenmodus schauen wir uns bei der Übersicht die Minimap an. Wir haben hier ganz im Osten die Küstenlinie, ja, relativ terrassierte und felsige Bereiche hier. Ja, hier haben wir ein großes Gebiet, welches wir landwirtschaftlich nutzen können. Okay, gut. Ja, gehen wir jetzt nochmal Richtung Süden, haben wir hier diese Bucht, wo wir unsere ganzen maritimen Bauwerke errichten können. Ja, das geht hier so weiter. Ganz im Süden haben wir hier unten Kupfervorkommen. Ah, das ist sehr schön. Gehen wir mal Richtung Westen. Gut, haben wir hier doch eine sehr große Landmasse. Ja, die ist hier so zentral, umgeben von diesen Plateaus hier. Oh ja, hier oben im Norden haben wir auch nochmal ein sehr großes Bronzevorkommen. Dann gehen wir jetzt nochmal ganz im Westen Richtung Süden. Hier haben wir hier so einen schmalen Durchgang und hier ist der Emigrationspunkt. Okay. Ja, doch sehr bewegt dieses Gelände mit diesen Terrassen und wir haben tatsächlich nur hier eine große zusammenhängende Landmasse. Dann schauen wir mal, was wir alles so produzieren können. Natürlich können wir Wohnungen der Arbeiter und gehobene Wohnungen aufbauen. Bei der Landwirtschaft haben wir nur Plantagen und zwar können wir hier nur Oliven anbauen. Keine Nahrungsmittel, die wir hier selber produzieren können. Oh. Bei Gewerbe haben wir bei den Rohmaterialien die Sägemühle und die Gießerei. Produzieren können wir Skulpturen und natürlich Olivenöl. Ja, wir haben hier alle Baumöglichkeiten. Wir werden nur Piere natürlich haben, weil Sizilien ja eine Insel ist. Ja, und unsere ganzen Handelspartner natürlich woanders sind. Gut. Gesundheit und Sicherheit haben wir alles. Wir können auch ein Hippodrom in Syrakuse bauen.
Wissenschaft haben wir auch alle Möglichkeiten. Bei der Mythologie haben wir überhaupt keine Bauoptionen. Also wir können hier keine Götter anbeten bzw. verehren. Ja, und beim Militär können wir unsere Stadt entsprechend befestigen mit allen Optionen. Ja, und auch bei den Militärwerkstätten haben wir alle Optionen: Fregattenhäfen, Waffenschmieden, Pferdehof und die Wagenfabrik. Bei der Ästhetik haben wir Gott sei Dank Alleen und Prachtstraßen und eine große Auswahl bei den Erholungsgebieten, um unsere Stadt zu verschönern. Gut, ja, dann schauen wir mal direkt nochmal auf die Weltkarte. Syrakusa ist hier auf Sizilien und wie ich schon gerade erwähnt habe, haben wir nur Handelsrouten über See. Ja, Karthago ist jetzt unser Vasall und wie wir eben schon erfahren haben, zahlen sie 8 bronzebaren Tribut jährlich, kaufen bei uns Wein und verkaufen Fleisch und Bronze. Lixos, unsere Heimatstadt, kauft Olivenöl und verkauft uns Marmor und Wolle. Dann haben wir bei Atlantis Mestonia, kauft Wolle und Ochikal, verkauft schwarzen Marmor und Olivenöl. Atlantis kauft Wolle und Olivenöl, verkauft Ochikal und Wein. Und Gades kauft schwarzen Marmor und Wein und verkauft uns Wolle. Dann haben wir im Mittelmeerraum unseren Rivalen Argos, der Rüstungen braucht und Weizen und Olivenöl produziert. Wir haben Sidon als Vasall, kauft Marmor und verkauft Rüstungen und wir kriegen 57 Drachmen jährlich als Tribut. Tyre ist auch unser Vasall, kauft Bronze, verkauft Holz und Wein und wir kriegen 900 Drachmen als Tribut. Memphis im alten Ägypten kauft Wolle und verkauft uns Weizen. Unsere Kolonie Saqqara kauft Wolle und Olivenöl und verkauft uns Weizen. Und Theben kauft Marmor und verkauft uns Bronze und Wein. Gut, wir können Bronze produzieren, wir können Olivenöl produzieren und das können wir auch gut verkaufen. Holz können wir gar nicht verkaufen, stelle ich fest. Brauchen wir aber für unsere Fregatten. Was ist denn jetzt der Plan? 150 Einwohner in den gehobenen Wohnungen der Kategorie Wohnsitz ist jede Menge. Wenn man bedenkt, dass in dem Wohnsitz 10 Personen leben, brauchen wir 15 gehobene Wohnungen. Deswegen würde ich mir dieses große zusammenhängende Areal hier für die gehobenen Wohnungen reservieren. Das bedingt, dass wir hier in diesem schmalen Tal ein Wohngebiet der Arbeiter aufbauen. Alle Lebensmittel werden ja über den Seeweg entsprechend importiert, das heißt, hier kommen unsere Piere hin und dann würde ich hier ein großes Versorgungszentrum errichten, wo wirklich alle noch gebauten Wohngebiete sich versorgen können. Wir müssen ja Wolle auch einkaufen. Ja, Olivenöl können wir ja selber produzieren und werden wir hier in diesem Bereich unser Gewerbe aufbauen. Ja, klingt soweit ganz gut und ich würde sagen, beginnen wir jetzt mit dem Aufbau unseres ersten Wohngebietes. Hier haben wir jetzt das erste Wohngebiet, haben wir schön hier in diesem Tal eingepasst. Mit den Basics haben wir es auch schon versorgt und auch die Verschönerung gebaut. Ja, wie ich gesagt habe, hier ist unser Versorgungszentrum jetzt und ich habe auch hier schon mit den Wegen die Zugänge zu diesen Plateaus sichergestellt, wenn wir hier oben entsprechend auch bauen wollen. Gut, dann können wir jetzt parzellieren. So, dann können wir den Pausenmodus jetzt auch entsprechend aufheben. Auch hier gehen wir natürlich bei Gewerbe und wählen die Prioritäten. Ja. Bei Gesundheit und Sicherheit auf Hochstellen. Und dann warten wir jetzt mal auf unsere Bürger. Ja, das weiß ich. Wir haben eine sehr üppige Stadtkasse. Also hier können wir auch aus dem Vollen schöpfen. Allerdings müssen wir auch einiges importieren. So, der Wald kann hier schon mal weg. Ja, da kommen unsere neuen Bürger. Das passt gut. Dann sollten wir jetzt auch direkt schon unsere Lebensmittelversorgung sicherstellen.
Ich würde jetzt das Pier von Saqqara bauen. Da kriegen wir unseren Weizen und wir können Olivenöl verkaufen. Und Memphis verkauft uns auch Weizen. So, und Tyre würde uns die Bronze abkaufen. Das ist ganz gut. Ja, und Lixus kauft auch Olivenöl und da können wir die Wolle kaufen. Gut. Also würden wir jetzt erstmal das Pier von Saqqara bauen. Da passt es nicht, da passt es hin. Wir drehen mal die Karte. Vielleicht geht es ja auch anders. Ne, hier passt es leider nicht. Oh, wir kriegen eine Mitteilung. Knossos ist entdeckt worden. Okay. Ja, und der Cerberus ist in der Stadt. Das ist natürlich nicht so schön. Wo ist er denn? Ja, hier ist er. Bei dem großen Kupfervorkommen im Westen der Karte. Okay, gut. Das können wir jetzt nicht erschließen. Aber mit dem Cerberus haben wir ja die Heldenhalle und zwar von Herkules. Okay. Also wir können Herkules rufen, damit wir dieses große Kupfervorkommen auch erschließen können. Allerdings haben wir hier auch noch ein Kupfervorkommen, von daher müssen wir jetzt nicht sofort Herkules rufen. Wir bauen jetzt unsere Piere. So, Saqqara. Das passt da nicht hin. Hier passt es hin und wir haben schon mittlerweile 100 Personen in unserer Kolonie. Ja, wenn ich es jetzt hier hinbaue, ich möchte das hier eigentlich frei halten für die gehobenen Wohnungen. Dann bauen wir es hier hin. So, dann können wir das so anschließen. So, ja. Dann geht es hier weiter. Architekt nicht vergessen. Und Lixus möchte ich gerne auch haben. Passt das hier hin? Oh, wieder drehen. Ja, hier passt es hin. Das ist sehr schön. So, wir kriegen unsere Tribute, aber wir haben noch nichts, wo wir es lagern könnten. Wie ärgerlich, aber unsere Drachmen. Okay, gut. So, okay, hier ist jetzt die Sperre, damit unser Architekt nicht hier diesen ganzen Weg gehen muss. Okay, wir kaufen jetzt schon mal den Weizen ein. So. Okay, dann brauchen wir unser Silo. Das bauen wir hier auf oder so. So ist doch besser, ne? So, dann brauchen wir die Warenlager für Olivenöl und für Wolle. Okay, ja, die müssten ja immer so gehen, ne? Ist egal. Wir können hier auch noch Warenlager bauen, das passt. Dann würde ich jetzt hier einen Architekten errichten. So, die Zugänge brauchen Sperren und da muss auch eine Sperre hin. So, das Silo muss eingestellt werden, Weizen muss geholt werden. Arbeitsmarkt. Ja, wir brauchen jetzt jede Menge an Arbeitern. Bevor wir das jetzt hier alles parzellieren, kommt hier schon mal die Klinik hin. Die müssen wir auf jeden Fall bauen. So, und jetzt können wir das hier entsprechend parzellieren. Das passt schon mal sehr gut. So, hier haben wir Platz für das Observatorium. Das passt wunderbar hier hin. Das ist super. Okay, dann machen wir das mit dem Weg auch ein bisschen anders. Ja, Architekt, du musst doch nicht direkt da entlang gehen. Meine Güte. So, dann kann hier noch eine Parzelle hin. Hier kommt ja
entsprechend die Bibliothek hin. Die kann so hier hin. So, tja, das ist natürlich ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob wir das hier entsprechend hochgepusht bekommen. Da habe ich leider keinen Platz für Gärten gelassen. Müssen wir mal gucken, ob das klappt. So, und dann machen wir das jetzt so. So, ihr dürft euch jetzt nicht wundern. Ich habe jetzt keinen Platz für das Labor gelassen. Wenn wir nachher unsere gehobenen Wohnungen bauen und wir tatsächlich Herkules rufen sollten, brauchen wir auch ein Museum und dann entwickeln sich hier diese Wohngebäude auch komplett ohne ein Labor. Aber ein Observatorium brauchen wir auf jeden Fall. Gut, da wandern sie jetzt ein. Da sehe ich schon unsere Karrenschieber auf dem Weg zum Pier. Da ist der Weizen jetzt eingekauft worden. Sehr gut. So, wir sollten diesen Platz noch für weitere Piere nutzen, dass wir hier weit genug entfernt die Straße bauen. So, ja, das passt ganz gut. Ja, Olivenöl würde ich jetzt produzieren wollen. Da haben wir ja hier entsprechend unsere fruchtbaren Gebiete. Mein Plan ist, um das jetzt hier nicht zu verbauen, dass wir hier eine Brücke bauen. Wo kann ich eine Brücke bauen? Dort. Gut. Dass wir hier die ganzen Landarbeiter... Oh, was ist das? Der Berg Aulip ist entdeckt worden. Ja, wir gucken nachher mal auf die Weltkarte. Also wie gesagt, hier die Landarbeiterlager und hier die ganzen Olivenpressen. Und dann können wir hier entsprechend das Olivenöl verkaufen und hier kann es dann entsprechend auch gelagert werden. So, da ist auch schon jetzt das Silo mit Weizen zum Teil befüllt. Dann können wir den Lebensmittelhändler hier aufbauen. Dann kann die Entwicklung starten. Das wäre auch ganz gut, obwohl 17 Arbeiter, das sollte jetzt eigentlich kein Problem sein. Hier können wir auch noch entsprechend Piere bauen. Das sollte man eventuell berücksichtigen, beziehungsweise hier können wir Piere noch bauen. Ich würde jetzt die Straße hier schon mal so rausführen. Bis hier, genau. So, der Wald kann weg. Und dann können wir jetzt mal hier 3 Landarbeiterlager bauen. Da fangen wir mal hier an. Mit entsprechend einem Architekten. Das Stückchen Straße kann hier weg. Sperre muss hier hin. Und dann richten wir jetzt schon mal die Olivenbäume. So, und die können wir, glaube ich, hier schon direkt anfangen. Ja. So, das funktioniert. So, dann stellen wir hier die Verbindung jetzt her. Gut, und hier können auch noch Piere hin. Ja, wir brauchen ja auch noch Platz für unsere Fregatten, das sollten wir auch nicht vergessen. So, und dann können wir hier unsere entsprechenden Olivenpressen bauen. Und hier kommt das Warenlager dann hin für Olivenöl. Dann haben wir das so ein bisschen gemittelt. So, und ich baue jetzt hier noch die Straße so. Und so. Und dann haben wir den Ring nämlich hier geschlossen und hier kommt dann das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen hin. So, da läuft hier der Architekt, wo er nicht hinlaufen soll.
Gut, und hier müssen wir natürlich auch noch eine Sperre setzen. Gut, hier wandern jede Menge Menschen ein. Ja, dann sollten wir jetzt auch weiter unsere Exporte jetzt vorantreiben. Wir haben mittlerweile schon 500 Personen. So, als erstes baue ich dann doch vielleicht 2 Sägemühlen auf schon mal. Die können hier hin mit einem entsprechenden Lagerhaus. So, die Lagerhäuser können alle hier hin. Das soll jetzt das Holz aufnehmen. Dann brauchen wir ein Warenlager. Oder bauen wir das anders? Was bauen wir anders? Baue ich hier den Loop? So. Das sieht besser aus. Dann können wir hier später auch nochmal eine Sägemühle eventuell bauen. Ja. So, wir brauchen definitiv die Oliven pressen. So, dann beginnen wir mal hier. Vier Stück aufzubauen und den Architekten. So, die Warenlager. Olivenöl und da kann Bronze gelagert werden. Stellen wir mal ein. Bronze und Olivenöl. Und auch hier wieder Sperren setzen. So, und dann erschließen wir hier dieses Kupfervorkommen. Ja, eine militärische Aufrüstung in Argos, das verspricht nichts Gutes. Wo kommen wir denn jetzt hier hoch? Ah, da glaube ich, oder? Und da kommen wir auch hoch, das bringt uns aber nicht sehr viel. Geht es hier hoch? Okay. Ja, dann bauen wir die hier auf. Oder hier. Na, komm, dann bauen wir die hier unten auf, oder? Ja, so machen wir das. So, dann brauchen wir einen Architekten hier. So, wir können Olivenöl schon mal verkaufen. Hier auch. Und wir produzieren ja auch jetzt Bronze. Wer kauft nochmal Bronze? Oh, in der Stadt mangelt es an Nahrung. Okay. Ja, wir gucken nochmal eben nach unseren neuen Handelspartnern. Also auf jeden Fall einen, nämlich Knossos, kauft Skulpturen. Und verkauft uns Fisch und Holz. Okay, und der Berg Aulip ist ein Rivale. Braucht Wein, verkauft Holz und Bronze. Gut, wer kauft jetzt Bronze? Ah, das ist Tiere. Okay, gut. Also wir können auch jetzt noch entsprechend Skulpturen herstellen. Das ist ja auch nicht schlecht. Könnten wir hier die Bildhauerateliers bauen? Ja. Okay, dann brauchen wir jetzt erstmal weitere Piere. Und zwar auf jeden Fall Memphis, weil die verkaufen uns noch Weizen. Dann bauen wir das so. Ja, das weiß ich.
So, Saqqara zahlt den Tribut. Jetzt können wir auch alles annehmen, auch die Bronze, wunderbar, und die Drachmen sowieso. So, und Tyre kauft ja Bronze. Oh, das passt direkt hier dran, das ist doch schön. So, dann kann hier entsprechend die Bronze auch verkauft werden. Dann bauen wir hier einen Architekten auf. So, das sieht doch ganz gut aus hier. Die brauchen natürlich jetzt Wolle und es mangelt immer noch an Nahrung. Okay. Wir stellen das mal jetzt so ein, dass Wolle auf jeden Fall geholt wird. 8 Einheiten. Und dann können wir bei unserer Heimatstadt schon mal die Wolle einkaufen. So, und da werden schon unsere Oliven geerntet. Sehr gut. So, und da sehen wir schon die Karrenschieber von den Olivenpressen, die jetzt ihren Rohstoff holen. Das funktioniert auch. Oh, Lixus fordert Olivenöl an. 12 Krüge in 6 Monaten. Okay. Dafür kriegen wir jetzt natürlich die Wolle. Das habe ich ganz vergessen. Natürlich mal wieder, dass wir ja 64 Stränge Wolle bekommen. Okay, später. Erstmal brauchen wir jetzt keine Wolle einzukaufen. Dann brauche ich schnell ein Warenlager hier noch. Für Wolle. Und hier das Warenlager nimmt natürlich jetzt auch komplett Wolle an. Dann haben wir die Möglichkeit, das Geschenk von Lixus auch anzunehmen. Ja, ich glaube, das Warenlager für Olivenöl ist hier zu weit weg. Das muss hier hin. Obwohl, nein, hier sollen Pire hin. Ich glaube, das bauen wir hier hin. Oder hier. Machen wir es so. Na. So. So, jetzt können wir die Wolle annehmen. Wunderbar. So, und hier, das sind die Bronze an. Das ist eigentlich auch bescheuert, weil die Bronze muss nämlich hier angenommen werden. Ich habe die Warenlager zu schnell gebaut hier. Das ist Blödsinn. So, hier muss die Bronze angenommen werden. So, und das Olivenöl kann hier auch weg. So, mit der Menge Wolle, die wir haben, können wir den Wollhändler entsprechend aufbauen. Dann wird es auch mal Zeit, dass wir gleich unseren Stadtpalast bauen. Steuern erheben. So, unsere Olivenpressen arbeiten. Da kommen jetzt die ersten Krüge mit Olivenöl. Sehr schön. So, hier haben wir auch noch 4 Ladungen. Das ist gut. So, und die Wohngebiete entwickeln sich auch weiter. Das ist auch gut. So, das Olivenöl hamstern wir jetzt mal. So, das müsste eigentlich von der Entfernung jetzt so passen. Wenn die jetzt hier sind, müsste schon wieder Olivenöl fertig sein. Wir haben jetzt hier 57% abgeschlossen. Und hier 60%. Doch, das passt. Das passt gut. Da kommen die neuen Oliven. Das ist von den Entfernungen, glaube ich, ganz gut abgestimmt. Das Einzige, was nicht ganz gut abgestimmt ist, ist wirklich hier unsere Gießereien. Ob das tatsächlich so effektiv ist, weiß ich nicht. Ja, das passt ganz gut. Ich bin damit ganz zufrieden mit der Olivenölproduktion. Ja, das werden unsere Hauptexporte sein und wir haben 1000 Einwohner schon in unserer Kolonie. So, Bronze verkaufen wir, das ist gut. Da wird schon wieder Olivenöl zum Lagerhaus gebracht.
So, und ja, wir haben noch 2 Monate, bis wir die Ware nach Lixus bringen müssen. Wie viel waren das nochmal gewesen? 12 Krüge. Ne, das schaffen wir, glaube ich, nicht. So, wir können jetzt unseren Stadtpalast bauen. Das sollten wir machen. Den würde ich, glaube ich, hier hinbauen. Oder? So. Ja, ich weiß. Ja, das können wir so machen. So, den Architekten sollten wir nicht vergessen. Dann können wir noch ein bisschen Verschönerungen machen, wie immer. Ja, dann können wir auch jetzt Steuern erheben. So, und dann sieht das eigentlich schon wieder ganz gut aus hier, ne? Ja. In der Stadt mangelt es weiterhin an Nahrung. Okay. Haben wir denn jetzt hier entsprechend das auch eingestellt, dass wir bei Memphis Weizen einkaufen? Natürlich nicht. Okay. Oh, 36 Einheiten können wir hier im Jahr einkaufen. Das ist jede Menge. So, damit haben wir die Lebensmittelversorgung wieder sichergestellt. Dann können wir jetzt hier das Observatorium bauen. Und wir brauchen eine Universität. Wo bauen wir die denn hin? Ja, die können wir tatsächlich hier hinbauen. Das finde ich gar nicht schlecht. Dann kommt hier entsprechend noch die Erfinderwerkstatt. Hier können wir noch einen Architekten bauen. Und dann haben wir genügend Platz noch hier für entsprechende Lagerhäuser für die gehobenen Wohnungen. Da bräuchten wir auf jeden Fall ein Warenlager für Rüstung. So, meine Olivenölproduktion läuft. Wir haben November und es sind immer noch Ladungen in den Landarbeiterlagern. Ich würde jetzt erstmal nochmal 2 weitere bauen. Ja. Und wir bauen hier auch nochmal Olivenölpressen. So, jetzt brauchen wir wieder Mitarbeiter. Ich würde auch gern nochmal hier Gießereien bauen, aber da entwickeln sich jetzt die Wohngebiete auch weiter. Ja, und wir haben schon wieder Jahresanfang. Tribute stehen an, das ist sehr schön. So, ich würde mal so 2, maximal 2 Bildhauerateliers bauen für Knossos. Ja, jede Menge, was wir noch hier entsprechend bauen wollen. All das mit den Gießereien gefällt mir nicht. Ich glaube, das habe ich verkehrt gebaut. Wir bauen das anders. Das ist so uneffektiv hier. Die müssen einfach zu weit gehen. Wir machen das folgendermaßen. Ja, machen wir es so. Die reise ich schweren Herzens ab. Wir sind ja nun gerade nicht billig. Und wir bauen sie hier tatsächlich auf. Mit dem Architekten. Sperre ist da, das passt. Der kommt weg und dann kann man hier nämlich die Bildhauerateliers bauen und auch entsprechend Waffen schmieden. Das Warenlager kann ja hier so bleiben. Das ist wirklich besser. So, mittlerweile können wir das Olivenöl nach Lixus schicken und wir können jetzt Olivenöl verkaufen. Haben wir schon eingestellt, aber das Hamstern können wir jetzt entsprechend aufheben. Dann können wir jetzt Olivenöl auch verkaufen. Dieses Warenlager sollte aber jetzt Olivenöl mal holen.
So, wie sieht's aus? Oh, wir haben schon wieder Arbeitslose. Sehr schön. So, dann könnten wir die Straße eigentlich hier verlängern. Und kommen hier wieder runter. Dann können wir hier noch weitere Gießereien bauen. Hier könnte noch eine hin. Ja. So, dann baue ich das Pier von Knossos. Ja, ich weiß, dass du uns weniger schätzt. Kann ich jetzt auch nichts für. Du hast ja jetzt dein Olivenöl bekommen. Ich möchte es gerne hier ganz ransetzen. Warum geht das nicht? Weil es jetzt geht. So. Knossos. Wir verkaufen die Skulpturen. Hier können wir noch Fisch einkaufen. Das ist auch nicht schlecht. Und dann bauen wir jetzt mal erstmal ein Bildhaueratelier hier auf. So, die Nahrungsversorgung sieht hier auf jeden Fall jetzt besser aus. Das Silo ist gut gefüllt. Vielleicht bauen wir doch schon unser zweites Wohngebiet auf für die Arbeiter. Ja, hier hätten wir noch Platz für ein weiteres Wohngebiet. Sollten nur nicht zu nah hier an den Cerberus ran, der ja Gott sei Dank wirklich nur hier in diesem Bereich bleibt. Ja, das mit den Gießereien ist hier definitiv besser. Wir produzieren hier wesentlich schneller unsere Bronze. Passt hier jetzt noch ein Pier hin? Das würde mich mal interessieren. Ja, passt noch. Gut. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir doch hier das zweite Wohngebiet jetzt auf. So, da haben wir jetzt auch hier entsprechend unser zweites Wohngebiet. Es ist genauso aufgebaut wie das erste. Hier innen drin habe ich schon zum Teil parzelliert. Machen wir noch diese Seite. So, das sollte jetzt erstmal reichen. Wir bauen auch schon direkt den Lebensmittelhändler auf. Ach komm, das machen wir ein bisschen anders. Dann möchte ich nachher noch Säulen bauen. Ihr kennt mich ja. Ein bisschen Verschönerung muss sein. So, und ja, hier bauen wir die Klinik auf. Passt die denn hier schon rein? Oh, passt genau rein. Wunderbar. Müssen wir nur hier die Sperren noch setzen. So, damit können wir natürlich dann jetzt erstmal weiter unsere Bronzeproduktion ankurbeln. Ja, vielleicht sollte ich den Pausenmodus mal aufheben. Dann passiert auch mal hier was. Obwohl, das gefällt mir auch nicht. Ich bin ja da so ein traditioneller Bauer. So sieht es besser aus. Dann können wir hier auch nochmal die Säulen weiterbauen. Und dann passt das auch hier entsprechend mit den Parzellen, dass es hier endet. Und wir müssen hier auch ein Observatorium aufbauen, wenn wir Herkules rufen, weil er braucht perfekten Zugang zum Observatorium. Das heißt, sämtliche Wohngebiete brauchen diese Wissenschaftseinrichtung. Naja, hier können wir auch schon direkt die Steuern erheben. Kommen schon unsere neuen Bürger. So, jede Menge Olivenöl wird gerade zum Warenlager gebracht. Ich würde jetzt den Verkauf mal stoppen, weil unser Warenlager bei dem Wohngebiet hat kein Olivenöl. Das müssen wir jetzt erstmal da hinbringen lassen. Ja, es ist Oktober, im Januar wird geerntet und wir haben immer noch Ladungen von Oliven in den Landarbeiterlagern. Immer noch. Das ist ja gar nicht schlecht. Bauen wir das jetzt nochmal aus? Ja, ich würde sagen, wir bauen nochmal. Oh, bevor ich hier irgendwas baue, der Berg Aule beginnt eine Invasion, wie frech. In 9 Monaten. Okay. Kann er gerne machen. Unsere Stadtkasse gibt das her, dass wir uns freikaufen. So.
Und dann erweitern wir das mal hier. Passt hier eine hin? Ja, hier passt auch eine hin, ne? Ja. Dafür müssen wir die Sperre versetzen. Also, hier muss eine Sperre hin und so. Perfekt. Das sieht auch perfekt aus. Das gefällt mir. Dann können wir direkt hier die Bibliothek bauen. So, und dann verdienen wir eigentlich relativ gut Geld. Wir haben Nahrungsmittel, Wolle und Olivenöl. Das heißt, wir könnten gleich anfangen, das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufzubauen. Ach so, hier verkaufe ich auch Olivenöl. Das muss ich natürlich auch ausschalten. Ja, ich wundere mich schon, dass wir immer noch kein Olivenöl bei unserer Agora haben. Ja, wir können wieder unseren Weizen annehmen. Bronze und Drachmen. Ja, ich glaube, wir könnten noch ein Bildhaueratelier bauen. Dann ist aber wirklich gut. So, da sehe ich schon, wie das Olivenöl jetzt endlich mal zu unserer Agora gebracht wird, beziehungsweise zum Warenlager. Ja, und in 6 Monaten beginnt der Bergaulip eine Invasion, das kann er gerne machen. So, hier wandern noch jede Menge neue Bürger ein. Eine Reihe parzelliere ich hier noch. Hätte doch besser so gepasst. Okay, dann bauen wir das so. Und hier gehen wir mit der Straße raus, weil wir eventuell ja später, wenn der Cerberus beseitigt ist, hier dieses große Kupfervorkommen erschließen wollen. Ja, das ist aber blöd, was ich gebaut habe. So wird das nichts, weil ich muss ja... ich wollte gerade sagen, kommt jetzt der Cerberus, weil ich ein Observatorium bauen muss. Und das passt jetzt hier auf der Seite nicht mehr hin. Nee. Nee. Das geht nicht. Das müssen wir hier hinbauen. Das würde gehen, ja. Diese Parzelle muss weg. So, du kannst jetzt hier gleich Wolle holen, aber keine 32, sondern 8. So, Gott sei Dank, das Olivenöl ist jetzt endlich mal da. Ja. Wir bauen jetzt noch keinen Ölhändler auf der Agora, weil jetzt hier dieses zweite Wohngebiet sich ja auch weiterentwickelt. So, sehr gut. Wir kaufen bei Knossos noch ein bisschen Fisch ein. So, der kann hier auch entsprechend geholt werden. So, und jetzt beginnen wir tatsächlich mal unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufzubauen. Ich würde aber vorher noch 2 Waffenschmieden bauen. So, und dann kann man jetzt tatsächlich hier ein Warenlager bauen. Ja, das weiß ich. Die können jetzt die Rüstungen aufnehmen. So, hier haben wir noch entsprechend Kupfervorkommen. Das heißt, wir könnten hier auf jeden Fall noch eine Gießerei bauen. So, und ihr müsst hier Platz lassen, sonst kommen die da nicht dran. Das heißt, bitte jetzt nicht hier direkt noch eine Gießerei. Da können wir auch jetzt hier Gießereien noch bauen. Na komm, dann parzellieren wir jetzt hier entsprechend auch noch diesen Bereich aus. Da passt es jetzt komplett. Dann passt aber das Observatorium nicht hierhin, aber das brauchen wir auch gar nicht, weil wir könnten es auch hier hinbauen. So, ja, das geht auf jeden Fall. Müssen wir nur jede Menge Sperren bauen, aber das geht.
Wobei, dann können wir den Weg auch so bauen, ne? Dass ihr direkt dann da rauslaufen müsst, wenn da ein Weg ist. Ich glaube das ja nicht. Ja, 1 Monat haben wir noch, bis wir angegriffen werden. Und Argos fordert Nahrung. Verweigere ich sowas. Ja, unser Holzlager ist voll. Holz wurde nicht gefordert. Und es braucht auch keiner Holz. Okay, gut. Wir fangen jetzt mal an, das Wohngebiet der gehobenen Wohnung mal aufzubauen. Und danach werden wir mal unsere Fregattenhäfen bauen. Geld verdienen wir jetzt genug. Legen wir mal los. So, hier ist unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. Große Agro haben wir schon gebaut und auch Prachtstraßen und Alleen. Wir bauen mal den Architekten hier auf. So, und dann können wir schon mal ein Denkmal setzen. Das haben wir nämlich hier. So, dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall Wissenschaft. Dann können wir schon mal hier eine Bibliothek bauen. Und wir bauen ein Observatorium, das kann hier hin, ja. Wir brauchen ein Labor, das kommt hier hin. Dann haben wir hier, glaube ich, Platz für unser Museum. Sehr schön, ja. Okay, aber wir brauchen noch eine Erfinderwerkstatt. Die kann jetzt hier hin. Wunderbar. Passt das doch. Ja, und der Berg Aulip beginnt die Invasion und wir können uns mit 10.000 Drachmen freikaufen. Das ist unverschämt, aber uns bleibt jetzt nichts anderes übrig und Argos schätzt uns weniger. Das ist mir egal und wir haben die Invasoren bestochen mit jeder Menge Geld. Wirklich unverschämt. So, aber es nützt jetzt alles nichts. Wir müssen jetzt hier unsere gehobenen Wohnungen bauen. Passen die jetzt hier hin? Ja, da passen sie hin. Da auch. Ja, das passt komplett. So. Das sieht gut aus. Wir müssen jetzt auf der Agora auch entsprechend unsere Händler aufbauen. So, und den Waffenhändler können wir direkt auch jetzt hier aufbauen. So, und wir brauchen den Ölhändler hier für unser erstes Wohngebiet der Arbeiter, damit sie sich entsprechend weiterentwickeln. Und wir sollten hier entsprechend vielleicht eine kleine Abkürzung bauen. Und wir haben mittlerweile 2000 Personen in unserer Stadt Syrakuse. So, ich glaube, jetzt können wir aber wieder Olivenöl verkaufen, ne? So, wir können jetzt hier natürlich in unserem Wohngebiet der gehobenen Wohnung die Heldenhalle des Herkules errichten. Das passt immer ganz gut, weil Herkules braucht ja immer jede Menge Zugang zu den Wissenschaftsgebäuden. Ja, das Wohngebiet hat sich auch super weiterentwickelt. Ich würde dann auch gleich schon das Museum bauen. Dann haben wir hier die vollständige Entwicklung. Dafür sollten wir aber hier nochmal schnell die Verschönerungen machen. So, und die erste gehobene Wohnung hat Waffen bekommen, ist jetzt Wohnsitz und wie gesagt 10 Personen können in dem Wohnsitz bauen. Ihr habt natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt hier ja die gehobenen Wohnungen maximal entwickeln. Dann leben dort 20 Personen. Dann würdet ihr aber noch entsprechend natürlich den Wagenbauer und den Pferdehof bauen müssen. Und ihr müsstet Wein importieren und
das braucht man jetzt nicht unbedingt. Wir können das hier tatsächlich in diesem Stadium lassen, müssen dann nur hier jetzt entsprechend noch weitere gehobene Wohnungen bauen. Wir brauchen 50 Personen in dieser Kategorie und das heißt 15 gehobene Wohnungen brauchen wir. Wir haben jetzt 8, wenn wir jetzt hier auf beiden Seiten nochmal 4 machen, haben wir 16, passt das dicke. So, Herkules hat auf jeden Fall schon mal das Ziel 1500 Menschen in der Stadt erreicht. Wir brauchen 32 am Amphoren Wein. Den können wir uns gleich mal in irgendeiner Form hamstern bzw. fordern. Ja, und wir brauchen ein Hippodrom. Stimmt, das brauchen wir auch. Also einen Pferdehof brauchen wir dann auch. So, Jahresanfang. Wir kriegen wieder unsere Tribute. Nehmen wir an. Wunderbar. Tja, unser Olivenöl schon wieder komplett verkauft worden. Wir müssen die Produktion steigern. Arbeitsmarkt, ja, wir haben jede Menge Arbeitslose, sehe ich gerade. Okay, dann bauen wir jetzt erstmal weitere Olivenpressen. Wir bauen das Museum. So, und wir brauchen ganz dringend hier den Steuereintreiber. So, ich glaube, hier könnten wir noch eine Bibliothek bauen, ne? Ja. Unsere Oliven werden geerntet. Das sollte jetzt erstmal reichen. Ja, aber wir verdienen wirklich richtig gut Geld. Ach so, ein Warenlager noch für Wein. Annehmen. So, wer verkauft uns Wein? Das ist Atlantis. Ah, das ist schon mal schön. Gibt er uns Wein? Ja, gibt er uns. Sehr schön. Wenn ich nachher ein bisschen mehr Olivenöl habe, vielleicht sollte ich das ein bisschen anders einstellen. 12 ist so viel hier in den Handelsposten unserer Verbündeten. Das werde ich mal alles auf 6 stellen. So. So, wie sieht die Nahrungsmittelversorgung aus für 3200 Personen? Okay, das reicht. Ja, und ihr seht, mit dem Museum haben die sich hier auch weiterentwickelt. Dann bauen wir jetzt hier noch ein paar Parkanlagen. Ach, perfekt. Ich habe mir hier Gedanken gemacht, dass sie sich nicht weiterentwickeln. So, und ihr auch natürlich, ne? So und so. Sehr schön. So, dann machen wir es hier auch noch vor unserem Stadtpalast. Ist auch noch schön. Und da könnten wir jetzt einen Fischteich bauen. Das ist doch nett. Eine Allee nicht vergessen. Na, machen wir das nicht. So, können wir das auch so bauen noch. Sehr schön. Ja, jede Menge Arbeitslose und Atlantis gewährt uns den Wein. Gut. Ja, dann würde ich dann doch noch eine Waffenschmiede bauen. Aber ich habe gesehen, wir haben noch ein Denkmal. Das kann jetzt hier hin. Und dann bauen wir auch die Verschönerung wieder mal. Argos wird feindselig. Naja, gut.
14% Arbeitslosigkeit ist ein bisschen viel, ne? Wir bauen schon mal den Pferdehof, das brauchen wir nämlich für unser Hippodrom. Wo soll der hin? Wow, schon 3000 Einwohner in Syrakuse. Na, hier sollten wir ihn nicht hinbauen, wenn wir nachher hier noch gehobene Wohnungen bauen. Aber hier könnte er hin, ne? Direkt neben dem Pier von Saqqara. Da kann dann direkt der Weizen hingebracht werden. Ja, aber Nahrungsmittel kaufen wir jetzt jede Menge ein. Können wir eigentlich noch woanders Nahrungsmittel einkaufen? Gades auf jeden Fall nicht. Atlantis kauft auch noch Olivenöl. Oh, das ist gut. Wir kriegen den Wein und wir sollten etwas Orchikal kaufen für unsere Fregatten. Mestonia ist uninteressant. Karthage verkauft uns Fleisch. Oh, das ist auch gut. Also, wir bauen noch das Pier von Atlantis. Das kann ja hier direkt hin. Da können wir nämlich noch das Olivenöl verkaufen. Und ich kaufe jetzt tatsächlich nur ein bisschen Orchikal ein. So 4. Das reicht. So, und hier werden alle Olivenpressen mit Oliven versorgt. Das sieht sehr gut aus. Und hier haben wir noch 3 Ladungen drin. Oh ja. Wir bauen hier noch weitere Olivenpressen. Sperre kann hier weg. So, und hier baue ich noch eine Gießerei hin. Oh ja, das sieht auch schon sehr gut aus hier. Da sehe ich schon den Waffenhändler mit den nächsten Waffen, wenn das Gebäude dann entsprechend versorgt ist. Obwohl wir jetzt so viele Arbeitslose haben, dann baue ich noch tatsächlich unseren ersten Fregattenhafen. So, und der kann hier hin. Ja. Wie bauen wir das? Passt denn hier noch einer hin? Nein, ich glaube nicht, ne? Nein, der passt da nicht hin, aber es macht nichts. Wir bauen dann jetzt so das so hier rum. Ja, das passt. Dann diese Sperre hier weg. So, gut, Holz sollten wir haben und wir haben auch Waffen. So, diese gehobene Wohnung hat jetzt auch endlich Waffen bekommen. Dann können wir jetzt hier noch weitere gehobene Wohnungen platzieren. Direkt hier. Nicht attraktiv genug. Okay, gut. Ja, Fischteiche sind immer gut. Ja, uns fehlt Olivenöl. Ja, da sehe ich schon, hat unsere erste Trireme gebaut. Das ist sehr gut. So, wir haben schon Pferde im Pferdehof. Dann könnten wir jetzt... Argos beginnt eine Invasion in 2 Monaten. Okay, gut. Und Jahresanfang, wir nehmen wieder unsere ganzen Tribute an. Ja, es ist die große Frage, kaufen wir uns wieder frei oder können wir jetzt hier schon kämpfen? Wir haben jetzt die erste Fregatte fertig, bauen wir direkt die nächste. Passen denn hier 2 hin?
Ja, oh, das ist schön. Allerdings geht das. Müssten wir einen Loop bauen, ne? Einen Monat haben wir noch. Ja, wir machen jetzt erstmal ein Safe Game und dann gucken wir mal. Wir könnten die Transporterschiffe vielleicht ja ausschalten. Eine Fregatte haben wir ja, die könnten wir schon mal hierhin platzieren, oder? Weil von hier müssten sie eigentlich kommen. Wir kommen ja per Schiff. Und wir haben ja auch atlantisches Feuer, ne? Was haben wir denn hier? Alle Feinde angreifen, Stellung verteidigen. Okay, dann soll die mal hier die Stellung verteidigen. So, wir können uns mit 6.750 Drachmen freikaufen, was jetzt nicht viel ist. Aber ich würde jetzt gerne mal meine Stadt kämpfend verteidigen. Einfach mal schauen. So, dann, wo sind sie denn überhaupt? Da kommen sie. Ups, das ist viel. Ja, ich glaube, das wird nichts. Aber ich möchte einmal sehen, wie die Fregatte Atlantisches Feuer entsprechend hier verschießt. Da kommen sie. So, tust du auch noch mal was irgendwie? Nö. Aha. Das sieht ja nun mal wirklich ganz drollig aus. Nee, okay. Wir starten nochmal neu. Es war ein netter Versuch. Ja, also wir werden uns freikaufen. So viel ist es ja dann doch nicht. So, dann bauen wir das so. Ja, so, die können nach Hause. Der Architekt kann weg. Das bauen wir so. Dann kann der Architekt hier hin. So. Ja, wir bestechen unsere Invasion mit 6.780 Drachmen. Das ist gesünder für uns. So, wir haben kein Olivenöl mehr in der Agua und auch kein im Warenlager. Wir müssen den Verkauf von Olivenöl mal eben wieder mal stoppen. So, wir sollten jetzt auch ein bisschen Wolle mal einkaufen, ne? So, und auch Hikal brauchen wir auch nicht mehr. Ja, dafür kaufen wir jetzt ein bisschen Wein ein für unseren Herkules. Ach, da könnten wir eigentlich Atlantis Holz schenken. Großes Geschenk Holz. Da können wir gleich nochmal Wein fordern. So, und jetzt möchte ich gerne mein Hippodrom bauen. Wir hätten hier Platz für ein Hippodrom. Oder hier. Aber das sieht doch gar nicht schlecht aus. Wir können den ganzen Wald hier wegnehmen. So. Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Dann werde ich hier eine Straße bauen. Und die kann auch dann mal so hier rum, genau. Ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir doch mal damit. Mit dem Hippodrom. Ich würde hier anfangen wollen.
So. Ja. Dann geht's hier rum. So. Oh, ein Zufriedenheitsdenkmal. Das ist schön. So, machen wir erstmal hier weiter. Passt das noch hin? Oh, super. Nein, verkehrt. Das brauche ich. Na, jetzt müssen wir, glaube ich, wieder runter. Ne? Ja. Oh, da wandern Menschen aus. Ja, ich glaube, denen fehlt Olivenöl, aber das sollte sich jetzt gleich wieder ändern. Wir verkaufen ja kein Olivenöl mehr. So, und jetzt gehen wir hier runter. Und wir könnten sogar noch so gehen, ne? Sehen Sie? Jetzt gehen sie wieder zurück. Olivenöl ist dann doch wieder da, ne? Ja, da haben wir unser Hippodrom. Wunderbar. Ja, das gefällt mir sehr gut, das Hippodrom. Wir könnten sogar jetzt das hier anschließen. Ja, so. So, da ist schon unser Pferdeausbilder. Oh, Argos fordert Nahrung. Da verweigern wir. Ich sehe ja gar nicht ein. Atlantis, danke für das Geschenk. Bitteschön. So, wie viele Pferde brauchen wir eigentlich? 4. Oh, haben wir schon 4 Stück hier. Dann können wir ja gleich schon loslegen mit unserem Hippodrom. Dann generieren wir auch noch ein bisschen Geld. So, Atlantis. Könntest du uns Wein geben? Nein, dann eben nicht. So, das Olivenöl ist jetzt in der Agora. Können wir jetzt wieder ein paar gehobene Wohnungen bauen, weil wir Olivenöl haben? Ja, können wir. Sehr schön. Argos schätzt uns weniger. Ja, und da sehen wir unseren Pferdeausbilder mit den 4 Pferden. Wir können gleich das erste Rennen schon starten. So, wie viel Wein haben wir denn jetzt mittlerweile hier? 32, wunderbar. Wir können den Einkauf stoppen. So, und da ist auch schon die Ziellinie und der gute Mensch, der mit dem Vogel kämpft. Das heißt, gleich kann hier das erste Rennen starten. Sehr gut. So, Herkules, wie sieht es denn aus bei dir? Hervorragender Zugang zum Observatorium in der gesamten Stadt. Ich denke mir mal, wir müssen noch eine Universität bauen. Das ist, glaube ich, zu wenig. Wo können wir die hinbauen? Na komm, bauen wir sie nochmal hier hin. Und dann glaube ich, können wir bald schon unseren Herkules rufen. Ne? Wir benötigen Mitarbeiter. Ach ja, wegen der Universität. Ja, wir können natürlich hier das zweite Wohngebiet auch mal weiterentwickeln, indem wir den Wollhändler hier aufbauen. Und da haben wir unser erstes Rennen. Wunderbar, das gefällt mir. So, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt hier den Betrieb für Pferde einstellen. Ich glaube, wenn das Hippodrom einmal Pferde hat, braucht es nicht permanent neue. Dann können wir nämlich den Weizen wieder für unsere Bevölkerung nutzen. So, und dann bauen wir jetzt hier auch entsprechend gehobene Wohnungen noch auf. Ja, das passt. Muss attraktiver werden. Okay, dann bauen wir jetzt hier auch noch Fischteiche auf.
So, das reicht aber dann jetzt dicke. So, Arbeitsmarkt sieht jetzt nicht so toll aus, aber wir haben ja hier noch unsere Fregatte, wo wir die Mitarbeiter mal nach Hause schicken. Ja, hier, die haben alle keine Oliven mehr. Ja, wir brauchen definitiv weitere Landarbeiterlager. Oh, schon wieder Jahresanfang. So, jetzt haben wir aber genug. Wir werden noch unsere Olivenbäume pflanzen. So, die sind auch alle bezogen hier. Das ist wunderbar. So, Herkules, wie sieht es bei dir aus? Hervorragenden Zugang zu Observatorien in der gesamten Stadt. Ja, natürlich. Ich Dummerchen. Ich habe vergessen, natürlich hier das zu bauen. Haha. Das machen wir jetzt. So. Ja gut, wir haben ja noch eine Universität gebaut, das sollte reichen. So, jetzt können wir gleich auch unseren Herkules rufen. So, das sieht auch gut aus. Allerdings möchte ich einmal gerne überprüfen. Wir haben zu wenig Nahrungsmittel. So, wir bauen jetzt noch hier das Pier von Karthage. Karthage verkauft uns nämlich Fleisch. Dafür muss ich diese Straße hier anders bauen. Nämlich so. So, den Architekten, das können wir jetzt so machen. So, und dann kaufen wir hier auch ganz schnell noch Fleisch ein. Aber ich glaube, sonst haben wir keinen, der noch irgendwie Nahrungsmittel verkauft. Nein. 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 Also das sind jetzt die einzigen, wo wir noch entsprechend Nahrungsmittel kaufen können. Wie sieht es jetzt aus? 4000. Wir können für 4000 Bewohner hier entsprechend Nahrungsmittel einkaufen. Gut. Ja, das sollte aber reichen, wenn wir jetzt dieses Wohngebiet noch hier entwickeln. Oh, ich sehe gerade, wir sind jetzt endlich würdig, unseren Helden zu empfangen. Das machen wir doch direkt. Wunderbar. Verschönerungen. Ja, und hier könnten wir doch ein Denkmal hinsetzen, so schön hier. Oder zwei. So. Ja. Hier kann ein Steinkreis rein. So, ja. Dann bauen wir hier noch ein bisschen rum. Ach ja, so verschönern macht ja Spaß. Ich bin Herkules und freue mich auf eine Herausforderung. Was soll ich tun? Ja, wunderbar, Herkules, dass du da bist. Ich bin noch gerade hier mit meinem Hippodrom und der Verschönerung beschäftigt. Aber du weißt ja, was du zu tun hast. Du kannst dich direkt um den Cerberus kümmern.
So. So, da ist auch schon Herkules. Muss natürlich erstmal zu seiner Heldenhalle, logisch. So, jetzt haben wir aber genug Olivenöl in unserem Warenlager. Jetzt können wir den Verkauf wieder starten. So, und Herkules hat den Cerberus bald erreicht. Na, sie treffen sich noch nicht ganz, aber jetzt. Gut, das hat Herkules erledigt. Wunderbar. Jetzt können wir hier das große Kupfervorkommen auch erschließen. Dafür entwickeln wir jetzt dieses Wohngebiet noch mit dem Ölhändler. Die Straße können wir hier entsprechend rausführen. Habe ich ja extra so geplant. Sehr schön. So, dann hier auch die Verschönerungen. So, dieses Silo kann natürlich jetzt auch das Fleisch holen. Ne? Ah, da wird schon gebracht. Das ist gut. So, hier können wir jetzt entsprechend auch noch das Wohngebiet aufhübschen. Da machen wir aber nicht mehr viel. Bauen wir noch Obelisken. So, und dann Parkanlagen. Sehr schön. Die Straße können wir doch anders bauen. Nämlich doch so. So, hier kommen dann Bäder hin. Das ist doch lustig, oder? Und hier? Ja, ich muss wieder aufpassen. Ich bin wieder im entsprechenden Verschönungsrausch hier. Ja, und ihr seht, dieses Wohngebiet hat sich auch hier sehr gut entwickelt. Perfekt. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir bauen jetzt hier jede Menge Gießereien noch auf. So, die zwei Warenlager, die ich noch gebaut habe, werden jetzt Bronze noch annehmen. Sperre nicht vergessen, weil wir eigentlich nur noch die 64 Bronzebarren für die Heimatstadt brauchen. Wir haben alle anderen Ziele erreicht. Ja, und dann würde ich sagen, hamstern wir jetzt gleich die Bronze. Nämlich jetzt, nicht hier. Oh, wir haben immer noch jede Menge Arbeitslose. Da können wir noch ein paar Gießereien bauen. So, jetzt haben wir mal genug. Ja, und wir haben es dann jetzt die Bronze.
Und sobald wir die 64 Bronzebarren haben, können wir diese verschicken und dann haben wir diese Episode auch erfolgreich abgeschlossen. Und Jahresanfang, wir nehmen wieder unsere Tribute alle an, wunderbar. So, und wir haben noch entsprechend Denkmäler, die kommen jetzt hier hin. So, wunderbar, das gefällt mir. So kann es bleiben. So, mittlerweile haben wir mehr als genug Bronze in unseren Warenlagern. Wir können die Ware sammeln und verschicken. Ja, und haben damit diese Episode erfolgreich abgeschlossen. Oh Schreck! Wer hätte gedacht, dass all die alten Geschichten über die Frühzeit von Atlantis wirklich stimmen? Wir haben Zentauren gesehen. Und sie sind wirklich so hässlich, wie in den Legenden beschrieben. Die Barbaren haben uns angegriffen, doch mit ihnen wurden wir mühelos fertig. Genauer gesagt, als sie das Wappen von Atlantis auf unseren Rüstungen erblickten, wandten sie sich vor Angst im Staub. Danach haben sie uns nicht mehr allzu viele Schwierigkeiten gemacht. Den leutseligeren Atlantiden unter uns taten die Zentauren leid. Sie verkündeten, dass sie ein früheres Unrecht ausgleichen wollten. Ein Botschafter nach dem anderen ging mit Friedensangeboten ins Zentaurenland, aber keiner kam je zurück. Was können wir sonst noch tun? Die Griechen leisten immer noch Widerstand und sind alles andere als glücklich, dass wir so nahe an ihrem Land siedeln. Wie unser unsterblicher erster König Atlas gesagt haben würde, findet euch damit ab. Ja, erfolgreich haben wir diese Episode abgeschlossen und unsere letzte Kolonie Syrakuse erfolgreich etabliert. Die nächste und auch letzte Episode dieses Abenteuers trägt den unheilsvollen Namen Seuche. Da bin ich gespannt, was uns da blüht. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.